Manifestieren kann besonders gefährlich sein, wenn man sich in dieses Thema hineinsteigert. Warum Menschen mit psychischen Problemen am besten die Finger davon lassen sollten und was du stattdessen tun kannst, um wieder mehr psychische Gesundheit zu erlangen, das schauen wir uns hier an. Spätestens seit dem Buch The Secret ist das Manifestieren, also der Trend Manifestieren, in aller Munde. Die Menschen wünschen sich wahre Wunder daraus. Das heißt, man sollte einfach nur fest an etwas glauben und umso fester man daran glaubt, so wird es irgendwann mal geschehen, dass ich alles anziehe und alles kommt zu mir. Von Geld bis Gesundheit, Liebe, Freundschaft, was man sich alles nur vorstellen kann. Nun, um eins mal richtig klarzustellen, der These zufolge habe ich jetzt erstmal gar nichts dagegen. Man kann dieses Manifestieren aus zwei verschiedenen Sichtweisen sehen. Einmal aus der wissenschaftlichen und einmal aus der esoterischen. Wenn man es wissenschaftlich, psychologisch betrachtet, so könnte man das so auffassen, dass man sagt, wenn ich an etwas glaube, wenn ich die ganze Zeit diese Gedanken manifestiere, dann verändert sich psychologisch nach der Zeit natürlich auch mein Verhalten. Beim Manifestieren ist es nämlich so, dass man sich so verhalten soll und so benehmen sollte, als wäre das Ziel bereits eingetreten. Das heißt, wenn ich es manifestiere, dass ich heute Millionär werde oder morgen oder in einer Woche oder in einem Monat, dann verhalte ich mich nach meinem Verhalten schon jetzt so, als wäre ich Millionär. Gut, psychologisch-wissenschaftlich gesehen könnte man jetzt sagen, dass das Verhalten durch diesen Wunsch und diese Gedanken jetzt nachzieht. Das könnte vielleicht in einem Fall bedeuten, dass ich jetzt mehr Leistung erbringe. Ich suche mir ein Thema aus, wo ich viel Geld verdienen kann. Vielleicht möchte ich selbstständig werden etc. und passe jetzt mein Verhalten an. Das heißt jetzt, ich werde zielstrebiger und nach der Zeit könnte natürlich die Wahrscheinlichkeit steigern, dass ich vielleicht eventuell wirklich Millionär werde. Bei der esoterischen Sicht sieht es aber ein bisschen ganz anders aus. Und das ist jetzt das, was ich jetzt bemängel und vor allen Dingen, wo ich dich darum bitte, dass du besser davon die Finger lassen solltest, von gewissen Gurus im Internet oder auch auf YouTube etc., die dir oft Folgendes predigen. Du musst nur fest daran glauben, so nach dem Motto, und wenn du das die ganze Zeit manifestierst und dir das wünschst, dann ist es so nach dem Motto, du musst einfach nur Lotto spielen und dann hast du vielleicht schon in einer Woche einen Sechser im Lotto. Oder es kommt irgendeine Spende oder irgendjemand kommt zu dir und gibt dir die Million, weil du dies oder jenes erreicht hast. So ist es in der Tatsache, also in der Realität natürlich nicht. Denn unsere Gedanken, wenn man so möchte, im esoterischen Bereich, könnte man schon sagen, sind mit dem Universum, wenn man so möchte, auf irgendeine Art und Weise höchstwahrscheinlich verbunden. Das wäre jetzt ein sehr tiefes und komplexes Thema, wo man jetzt hineintauchen könnte. Aber dass es so ist, dass unsere Gedanken das Universum beeinflussen, das halte ich für ein sehr, sehr schwieriges Thema, denn beweisen kann man da nichts. Und ich bin immer so ein Mensch und ein Freund davon. Wenn man etwas nicht beweisen kann, dann kann ich auch daraus keine Schlüsse ziehen und sagen, so ist es, weil es Studien gezeigt haben. Man kann daran glauben, man kann daran festhalten und es kann sein, durch das Verhalten, das wir dann anschließend machen, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir dieses oder jenes Ziel erreichen. Aber dass sie unmittelbar mit dem Universum höchstwahrscheinlich verbunden sind, das lässt sich nicht nachweisen. Und genau hier kommen wir zum ersten Problem, warum du die Finger davon lassen solltest, wenn du psychische Probleme hast. Die Menschen, die psychische Probleme haben, haben ja so gut wie immer ein Problem mit ihren Gedanken, dass sie sich mit ihren Gedanken sehr stark identifizieren, ihnen glauben und sich extrem schwierig von ihnen distanzieren können. Das ist ja egal, bei welcher Störung so gut wie immer gegeben. Sei es bei Zwangsgedanken, Angststörungen, Panikattacken, Depressionen. Wo ist jetzt dieses Problem? Ein Mensch, der zum Beispiel Zwangsgedanken hat und sich von diesen Gedanken nicht distanzieren kann, jetzt als Beispiel anfängt mit Manifestieren und gar nicht die Einstellung erstmal zu seinen Gedanken entwickelt hat, dass er seine Gedanken nicht ist. Was passiert denn jetzt im Umkehrschluss? Er fängt jetzt an, dieses oder jenes zu manifestieren, dass er dieses oder jenes haben möchte und das glauben möchte. Und er aber noch gar nicht die Funktion der Gedanken überhaupt verstanden hat, dass das jetzt genau in die gegenteilige Richtung geht. Da habe ich zum Beispiel gerade eine Klientin,
die unter Zwangsgedanken leidet, weil sie sich einredet, sie könnte eventuell pädophil sein, weil sie immer solche aufdringliche Intrusionen hat. Wenn sie jetzt immer diese aufdringlichen Intrusionen hat und gleichzeitig, wie ich von ihr erfahren habe, sich schon seit 1 Jahr mit Manifestieren beschäftigt, so glaubt sie doch auf der anderen Seite logischerweise, dass Gedanken ja anziehen und dass ich das bekomme, was ich möchte und ich meine Gedanken bin und dadurch natürlich auch die Wahrscheinlichkeit signifikant steigt, dass ich pädophil werde, weil sie den Unterschied zwischen den Gedanken und der Technik des Manifestieren nicht versteht. Die Person leidet. Sie macht Höllenqualen durch. Sie redet sich das ein, wird depressiver dadurch, kriegt mehr Ängste, Panikattacken und das nur wegen den Manifestieren. Das heißt, dass wir uns jetzt bitte richtig verstehen. Ich habe per se nichts gegen das Manifestieren. Nur sollte es richtig und mit Bedacht und Vorsicht gemacht werden. Sonst können sich diese Symptome der Depression, der Zwangsgedanken, der Angststörung, Panikattacken, aber auch Herzneurose etc. alles verschlimmern. Denn gerade hier liegt dieses Problem, diese Identifikation mit den Gedanken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Achtsamkeit nehmen und manifestieren, so verstehen sich diese 2 verschiedenen Theorien ja gar nicht miteinander. Sie können ja gar nicht miteinander die sind nicht vereinnehmbar. Und warum? Weil die Achtsamkeit ja davon ausgeht, sich nicht mit den Gedanken zu identifizieren und das Manifestieren bedeutet ja, ich soll mich mit den Gedanken praktisch identifizieren, manifestieren, dass das eines Tages zu mir kommt. Wie soll das Ganze miteinander harmonieren? Das Wissenschaftsmagazin Quarks hat dazu mal einen Artikel geschrieben, den blende ich hier einmal kurz ein und ich teile absolut dieselbe Meinung wie die von dem Wissenschaftsmagazin Quarks, dass es natürlich so ist, ich wiederhole es nochmal, ich habe es gerade nochmal gesagt, es macht auch Sinn auf psychologischer Ebene. Wenn ich diese und jene Gedanken habe, ihnen glaube, ich mich danach fühle, dann strahle ich das natürlich auch aus. Ist ja logisch, weil Verhalten, Gedanken, Gefühle sind in der Psychologie miteinander verschaltet und kann man nicht miteinander trennen. Das heißt, ich gehe dann nach außen, habe gute Laune, das ist logisch, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der andere mich sympathisch findet, es ausstrahlt und ich bessere Beziehungen bekomme. Da bin ich voll beim Manifestieren dabei. Super toll, mega, finde ich super. Voll und ganz bin ich dabei. Wie gesagt, wenn es darum geht, dass es esoterisch wird, ich verbinde mich mit dem Universum, ich muss nur fest und stark danach glauben und es visualisieren, wie in diesen verschiedenen Techniken, die da gezeigt werden und ich mich praktisch auf das Sofa hinlegen kann und ich muss das nur glauben und mir wünschen, dann kommt es zu mir. Das halte ich für fatal. Also ganz ehrlich, gerade bei Menschen, die in einer Depression sind, da kann das sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Ich wiederhole es nochmal. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Du kannst dich irgendwann mal mit Manifestieren, solange es wissenschaftlich-psychologisch ist, beschäftigen. Bin ich dafür. Wenn du einmal aber vorher verstanden hast, dass du nicht deine Gedanken bist, in Form von Achtsamkeitsübungen etc. und im Nachhinein du deine Gedanken dafür benutzen kannst, um deine Ziele zu erreichen, bin ich voll bei dir. Aber als allererstes darfst du verstehen, dass du nicht deine Gedanken bist. Denn Gedanken sind das, was wir über unser Leben konsumiert haben, in unserem Unterbewusstsein drinnen. Das ist die Funktion von Gedanken. Gedanken kann man aber, wenn man möchte, für sehr, sehr, sehr viele Dinge benutzen, um Dinge zu bekommen. Das heißt aber noch lange immer noch nicht, dass du dann deine Gedanken bist. Denn es ist immer die Sichtweise darauf, wie ich den Gedanken beurteile und glaube. Der Gedanke per se an sich stellt nichts dar. Er ist eine Fiktion. Ihn als Werkzeug zu benutzen, um etwas zu erlangen, ist gut, aber auch dann bist du immer noch nicht. Man sagt ja auch, ne, wie man so im Volksmund sagt,
Mit den Gedanken, da kann ich alle meine Wünsche erreichen und ich kann den Mount Everest besteigen, wenn man sagt, ich muss nur fest daran glauben und sonst. Und Gedanken haben so eine riesige Kraft. Ja, das ist richtig, das stimmt, das ist korrekt. Aber immer nur dann, wenn ich den Gedanken einen Raum gebe, einen großen Raum, den ich ihnen glaube. Das ist dasselbe wie bei den Zwangsgedanken. Wenn ich einen Zwangsgedanke per se gibt es nicht, wenn man so möchte. Ein Zwangsgedanke bleibt immer ein Gedanke. Ich lade ihn auf mit meiner Energie des Glaubens, weil ich darauf vertraue, dass er wahr werden kann. Und dadurch wird er doch erst ein Zwangsgedanke. Warum haben so viele Menschen religiöse Zwangsgedanken zum Beispiel? Weil sie in ihren Glauben aus der Kindheit es verboten bekommen haben, diese und jene Gedanken zu haben aus der Erziehung. Deswegen steht hinter den Gedanken immer der Glaube hinter den Gedanken, die Beziehung zu den Gedanken aufzulösen, ist der Schlüssel, der wahre empirische Schlüssel, den ich erlebt habe, um sich von allen psychischen Problemen dauerhaft zu befreien. Mich würde jetzt aber vor allen Dingen interessieren, ob du schon Erfahrungen gemacht hast mit Manifestieren und wie deine Meinung dazu ist. Wenn du jetzt unter Zwangsgedanken schon länger leidest und du gerne wissen möchtest, wie man sich davon befreit, dann geht's hier auf der Endcard in einem anderen Video von mir weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, dein Juan. Namaste.